Hello Leute, willkommen zu einem neuen Video hier von der unendlichen Baustelle. Heute gibt es Besuch von meiner Mama. Jetzt kommt es zum spannenden Teil des Tages, und zwar ist ein neues Werkzeug da, eine Kappsäge, und damit werden wir jetzt hier eine provisorische Treppe einbauen. In diesem Paket kommt die Säge und wir stellen sie hinter diese Säule auf einen bereits vorbereiteten Tisch. Und dann bauen wir hier die provisorische Treppe. Ist jetzt unsere Base, die wird jetzt verschraubt und wieder reingesetzt werden. Der Zwischenstand ist jetzt hier die Plattform und von hier aus geht es dann jetzt da hoch. Hier müssen wir noch einen kleinen Ausschnitt machen, weil diese Klappe sonst nicht passt. Die erste Wange von der Treppe passt jetzt hier wunderbar. Und jetzt übertragen wir uns das auf ein zweites Brett. Dann haben wir schon die 2 Wangen fertig und dann kommen die Stufen. Hier habe ich jetzt die Stufen schon angezeichnet. Und dann werden die hier ausgeschnitten. So. Um jetzt hier die Stufen einzubauen, gibt es Kerben, die wir reinsägen. Und dafür habe ich den Tiefenanschlag auf ungefähr einen Zentimeter gestellt und werde das jetzt mal einarbeiten. Also den Tiefenanschlag bei der Säge einzustellen, da muss ich noch ein bisschen üben. Ich habe jetzt auch einmal probiert, komplett mit dem Beitel das auszuschlagen, aber das dauert einfach mega lange. Und von daher werde ich jetzt auf eine Kombination gehen. Erstmal die richtige Tiefe einstellen und dann den Rest ausbeiteln. So wollen wir es hier letztlich. Eine kleine Kerbe. Und dann sollen die Stufen da so rein passen. So. Das ist unsere Treppe. Hier sind jetzt schon ein paar Schlitze fertig und da fehlen noch ein paar. Ja, letztlich dauert es natürlich schon recht lange hier die Treppe vorzubereiten, aber dafür haben wir dann auch bald eine.
So weit sind wir jetzt hier gekommen. Auf einer Seite die Wange schon ausgeschnitten, auf der anderen Seite alles angezeichnet. Und als nächstes wird dann hier auch noch ausgezinkt. Und dann wird hier raus die Treppe. Ja, an einem Tag ist es nicht alles zu schaffen. Aber wir sind sehr weit gekommen und die Treppe ist fast fertig. Es ist der nächste Tag und ich bin heute alleine und deswegen habe ich einen Rollenbock mir besorgt und werde mal versuchen, alleine die zweite Wange auszuzinken. Die Wange mit dem Rollenbock ging ziemlich gut, muss ich sagen. Also, bin schon fertig. Tada! Jetzt geht es natürlich noch darum, ein bisschen mit der Hand nachzuarbeiten. An der vorderen Kante der Treppe muss ich zumindest noch bis nach vorne auszinken mit der Hand. Da kommt die Säge nicht ganz hin. Hier an der vorderen Kante werde ich jetzt mit dem Handwerkzeug noch auszinken. Da kommt die Säge leider nicht ganz dran. Okay, Proof of Concept. Ich habe hier einfach ein bisschen von den Ecken abgenommen. Und dann passt es auch ohne, dass man hier vorne überall noch ausbeiteln muss. Ich glaube, so würde ich es jetzt mal machen. Ja, ich glaube, das Ausbeiteln per Hand, das würde jetzt hier ewig dauern. Von daher probieren wir es mal so. Steht da schon ganz stabil drin, muss man sagen. Ich habe jetzt mal nur eine Seite abgeschnitten, um zu schauen, ob das vielleicht auch schon passt. Da muss ich viel weniger sägen. Oh, sieht eigentlich ziemlich gut aus, muss man mal sagen. Das heißt, ich muss jetzt bei allen Stufen auf beiden Seiten noch vorne eine Kante abschneiden. Und dann kann schon zusammengebaut werden. Right, Leute, hier oben über mir liegen die Wangen und es ist für mich Zeit zu gehen, von daher geht es am nächsten Tag weiter mit der Treppe. Heute werde ich die Treppe voraussichtlich fertigstellen und später kommt auch noch Cory vorbei und hilft mir dann wahrscheinlich, sie zu installieren, wenn alles gut läuft. Man kann hier jetzt im Haus das Stockwerk wechseln vom Erdgeschoss zum Obergeschoss und andersrum. Allerdings
gibt es noch ein kleines Problem. Und zwar habe ich mich bei der Stufenhöhe vertan. Und deswegen ist die Treppe jetzt sehr flach. Ja, Mario hat es außen angezeichnet, aber quasi Satz des Pythagoras war es dann doch nicht die Höhe, sondern die andere Seite. Ja, so sieht jetzt hier die Treppe aus. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Nochmal kurzer Überblick, wie die Treppe funktioniert. Ja, die Stufenhöhe ist ein bisschen daneben, aber es ist einfach Version 1 der Treppe und wir können uns jetzt schon mal vorstellen, wie es ist, hier eine Treppe im Haus zu haben und das ja auch praktisch erproben. Und darüber freue ich mich sehr und auch darüber, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!